Die Prähistorik, die hat viel zu bieten. Von archäologischen Altsteinfunden, labortechnischen Datierungen von Knochen und organischen Stoffen, wunderbare Rekonstruktionen vergangener Menschen und ihrer gelebten Welt, bis zur Rekognition, dem Energieabdruck hochenergetischer Orte. Ich öffne ein Zeittor in die Prähistorie Sachsen-Anhalts und der bretonischen Atlantikküste vom wunderbaren Golfe du Morbihan in Frankreich. Das Leben der Menschen vor vielen Jahrtausenden, das schien getragen von Eingebundensein in eine Naturseele. Bei meiner archäologischen Erkundung eines Hallstattgräberfelds in Notgrabung beim Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, das ging einher mit einer sehr berührenden Energieerfahrung und auch einer Rückschau vom Bestattungsritus der Keltenfürstin. Und das hat mein Interesse und Sinne für die neolithische Welt geschärft. Ihre prachtvoll mächtigen Zeugnisse eines künstlerisch in der Natur verbundenen Lebens. Natur schien da anders genutzt, als wir sie verstehen. Unsere Vorstellung trennt Natur von Technik und Wissenschaft, als hätte sie nichts damit zu tun und uns selbst von all dem. Natur, das schien vor Jahrtausenden ein selbstverständlicher Umgang mit Wirkkräften zu sein, mit Schwerkraft, Orientierungswissen und weltweiter Schaffung megalithischer Monumente. Die Biologin Stratmann spricht von einem Kopfsinn, dem sogenannten Kopaffi des Hobi-Mythos. Durch den waren die damaligen Menschen mit dem Wissen des Kosmos verbunden und haben es umgesetzt. Das hat Leichtigkeit und kreatives Sein bewirkt. War die prähistorische Zeit gar kein Überlebenskampf? Auf jeden Fall hatten die vergangenen Menschen eine künstlerische Ader, die ihresgleichen sucht. Ihre 40.000 alten Zeugnisse, die sieht man in der Lascaux-Höhle in Frankreich, auch im spanischen Cueva de las Calaveras. Das sind Überbleibsel vergangener Kataklysmen, die über die Erde hinwegfechten, geschützt im Schoß der Erde. Noch etwas hat den Zahn der Zeit überlebt. Massive Steinsetzungen überall auf der Welt. Wie dahingeworfene Riesenboller ragen sie in die Landschaft, diese Megasteine. Sie sind Jahrtausende alt. In Sachsen-Anhalt nahe der Reichsstadt Magdeburg, vorbei an trutzigen, wehrhaften Wasserburgen mit Netzen unterirdischer Gänge und Kammern, führt die 1000-jährige Lüneburger Handelsstraße durch die Kleinstadt Haldensleben bis hinauf zur Ostsee. Mit dem Barockschloss Hundesburg, im 12. Jahrhundert ein Verteidigungswehr, und seiner vielbewegten Historie mit adretten Jugendstil-Epochenhäusern, da ist Haldensleben ein schönes Kleinod. In den Annalen ihres Templerorden gibt es eine unzählige Geschichte von der Zisterzienserin Isalbe von Trailewe, die versprach sich einem Templerritter der Wichmannsburg, würde er ihr zu Gefallen die goldene Rüstung des begehrten Templerschatzes anlegen. Der damals vergrabene Schatz ist inzwischen tatsächlich unter den Eichen gefunden. Doch das war nicht seine Attraktion. Die liegt in den sandigen Kiefernwäldern ringsherum verborgen. Es befindet sich nämlich im weitläufigen Wald von Haldensleben das größte Großsteingräberfeld Nordeuropas.
Das Institut für Ur- und Frühgeschichte von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, das stellte an die 90 verstreute jungzeitliche Anlagen fest, manche als Dolmen, überdachte Megalithbauten. Man vermutet ihre Entstehung durch Funde von der Trichterbecherkeramik um 4000 vor der Zeit, noch vor den einströmenden Kelten. Sie können jedoch auch viel älter sein. Bei Feldbegehungen, da entdeckt man zahlreiche Feuersteinartefakte aus dem Altpaläolithikum, also vor mehr als 300.000 Jahren. Ein Zeitraum, der sprengt unser Zeitverstehen. Südlich vom Forsthaus Eiche, mitten im Wald, liegt die große prähistorische Altsteinanlage, das Kaisergrab. Mike Zimmermann vom Netzwerk Lebendige Steine der Ahnen, ein Dolmenkundiger aus der Nähe, der leitet unsere kleine Wissbegierig-Gruppe zur Steingruppierung aus alter Zeit. Dolmenenergie, sagt Mike, hilft, zu sich selbst zu kommen und daraus seine Entscheidungen zu treffen. Die Stille an den Steinen ist enorm, als würde das Moos jeden Schall in sich verschlucken. Je nach Dauer und Wiederholung auf den Kraftplätzen hebt sich die Vitalenergie. Erst kommt Ruhe, das Nervensystem entspannt sich, Gedankenzustrom verebbt. Die Drüsen werden auf ein höheres Niveau eingestimmt. Ein Leuchten tritt in die Augen. Dann verschönert sich die Haut, erklärt Mike. Es können sich Lösungen für alte Gewohnheiten und neue Vorgaben ergeben. An diesen Kraftsteinen kann man ein Strahlen von innen heraus beobachten. Nach innen sehen zur eigenen Intuition gelingt hier besonders gut. Man muss nur sitzen, nichts tun. Es strömt lang durch einem durch. Man wird gut gelaunt, leicht und froh. Dolmen, jahrtausendealte megalithische Bauwerke, massive Steinbrocken, über die tonnenschwere Steinplatten liegen, gibt es weltweit. Ihr Zweck ist noch immer umstritten. In einer alten Legende im Kaukasus waren baumhohe Riesen, die bauten Steinhäuser mit nur einem Loch darin. Dort versteckten sich Zwerge. In vielen Sagen gibt es verzauberte Steine, in denen Menschen angeblich zu Stein wurden. Ein Mensch im Stein, wie geht das? Es schien unmöglich und seltsam. Später erfahre ich, auf dem Großvaterdolmen sitzen, sie wären gar nicht direkt im Stein, sondern in der Astralwelt. Dort sind wir mit der Energie wie ein Kraftstrang mit dem Quarzgestein verbunden, lacht er verschmitzt. Die Hünenstraße, von allmächtigen Alleen beschattet, teilweise gepflastert, führt mich in unergründliche Gegend. Die Wälder von Haldensleben sind gut mit dem Rad erkundbar. Doch halt, da führt eine Eisenbahnlinie mitten durch den Wald. Ein markanter Dolmen, als Teufelsküche benannt, Mike nennt ihn freundlich Großvater, der liegt direkt einen Sprung über die Straße zu meinem Übernachtungsdomizil der alten Ziegelei. Den Namen hat man wohl zu wörtlich genommen und hat die Steine unter Feuer gesetzt. Ein Stein zerbarst unter der Hitze. Inzwischen ist der Dolmen als prähistorisch-historisches Gut anerkannt
und geschützt. In seiner Nähe sind neolithische Steinwerkzeuge gefunden. Durch den nordischen Granit ziehen glänzende Quarzadern. Ein waberndes, geleeartiges Gebilde steigt auf und verschwindet in den Kronen der Eichen. In diese verdichtete Atmosphäre sehen, wie in einen Bildschirm, ist wie ein Rückblick in vergangene Zeit. An einer Feuerstelle im irdenen Topf köcheln Fisch, Wurzeln, auch Nüsse und Mineralsalzsteine. In einem Fluss baden Menschen. Honigwaben liegen auf einem Stein. Ein junges Mädchen sitzt vor einem Fellzelt. Sie näht Muscheln an Fellkleidung. Ein Junge klopft Stücke vom Flintstein. Er will sich einen Wurfspeer anfertigen. Lichtstrahlen flirren. Ein Einbaum auf dem Fluss mit einem adretten Mann in heller Fellkleidung. Es blinken Muscheln. Sein kastanienbraunes Haar weht hinter ihm im Luftstrom. Unser Geist ist gereist auf dem Wasser im Fluss. Wir haben uns nicht dem ungewissen Tod übergeben. Wir sind vor ihm ausgestiegen. Am Ufer warten sie auf ihn. Der Dolmen ist vorbereitet. Er bückt sich, eine Hand umfasst den Granitstein. Junge Männer schieben den Granitverschlussstein an seinen Platz. Frauen und Mädchen bemalen den Stein mit Ocker und lassen Wildblumen in die Ritzen fallen. Der Dolmen ist geschlossen und zum lebendigen Kraftort geworden. Der Mensch hat sein eigenes Aufgabenfeld, sich zu vervollkommnen. Das können sie grundsätzlich tun, da wo sie sind. Es ist verschieden von dem unsrigen. Natur hilft, auch wir helfen, doch ist nicht unsere Basisintention. Wir helfen allem, weil wir da sind. Wir bezwecken es nicht extra. Er lacht vor seinen Antworten. Ich reise im Äther und bin allüberall. Für den Kontakt bin ich nur hier. Das ist der Ort, wo es stattfindet. Ein Hauch von harzigem Kiefernduft weht herbei. Von hier aus geht der Weg in die Bretagne zu den Cairns, mächtigen Grabanlagen aus vergangener Zeit. Hier treffen sich uralt Zeitachsen bis 40.000 BC im Jetzt. An der erfrischenden Atlantikküste vom Golf du Morbihan in der Bretagne mit seiner salzigen Tangluft, da ragen Zeugnisse der Steinzeitmenschen, Menhire, Cairns und Dolmen auf, die findet man so gehäuft nicht leicht. Herrlich mediterrane Meeresluft, Inseln, die aus kristallblauem Meer ragen, Megalithe, die im Wasser verschwinden und ihren Zirkel dort unten fortsetzen, duftender Jasmin, wildes Geißblatt und rotfühlige Trompetenblüten. Vollreife Feigen und süßer Schmetterlingsflieder. C'est exquisite en exclusif. Auf meinem Velo begegne ich auf meiner Küstentour um die Île aux Monnaies freundlich zuvorkommenden Inselfranzosen
unter dem Arm ihr Baguette, den Blick geradeaus und ohne Handy. In der starken Natur hat es wohl wenig zu bieten. Der erste Dolmen, Deben Hab, die Bretonen, die nennen ihn Tisch der Riesen, auch Drödenaldar, der steht auf der langgezogenen urtümlichen Île aux Monnaies. Er begrüßt mich still und schweigend und so bleibt er die gesamte Zeit. Es dauert etwas, bis ich seine Lehre verstehe und dieser Schatz in mir ankommt. Dann ist es wunderbar, in ihm zu sitzen. Es macht leicht und froh. Nichts zu wollen, nichts zu brauchen. Nur Dasein im freien Feld. Zeit ist losgelöst. Eine weiche, angenehme innere Stille, die den eichenen Kern besänftigt. Ein Energieplatz zum Auflösen. Salziger Algengeruch vom nahen Meer zieht in meine Nase. Durch die schmale Öffnung bei Pornavallo, da zwängen sich alle 6 Stunden enorme Mengen Wasser in den Golf du Morbihan hinein und heraus. Strömungen mit 5 Knoten, die sind normal. Es entstehen Wirbel, stehende, brechende Wellen, Strudel, die ganze Palette der Schifffahrt. Auch die Tide hält sich nicht an ihre Gezeitentabelle. Damals im Neolithikum gab es den Golf nicht. Die Umgebung war hügeliges Land. Das war weit und breit von megalithischen Steinbauten bevölkert. Das Meer vor 10.000 bis 40.000 Jahren, das war viele Meter tiefer gelegt, weil die Eisschilde im Norden große Mengen Wasser in sich sammelten. 2 Flüsse zogen ihre Bahnen um die herausragenden Inseln im Morbihan. Das Fährschiff gleitet durch den wunderbaren Golf, die bretonische Küste am Atlantik. Mächtig klare Wasserstrudel ziehen mich fast in sich, so frisch und gurgelnd. Jeder Bretone ist Besitzer eines Boots oder Minijacht. Das Leben, das spielt sich auf dem Wasser ab. Schon die Kleinsten können ein Boot steuern. Hier werden Schulklassen der Jüngsten ins offene Meer eingewiesen. Das Schiff ist auf dem Weg nach Gravinis, einer wilden, denkmalgeschützten Insel, ein UNESCO-Weltkulturerbe, umgeben von den Strömungen vom Golf du Morbihan. Errichtet im Neolithikum vor über 6.000 Jahren, als Kunst und Wissenschaft eins waren. Ein Kern, Hügel aus Bruchsteinen, steht über einem riesigen Dolmen. Eine 13 Meter lange Galerie führt durch gravierte Steinkolosse zum Elitegrab. Doch Knochen sind keine gefunden. In den Steinstelen vom langen Korridor, da sind Muster eingraviert. Die Gravuren sind einzigartig. Äxte, Bogen, Spiralen, ein Wal. In Gavrinis herrscht eine ganz besondere Atmosphäre. Es wurden Phänomene beobachtet, wie das plötzliche Entziehen von Batterien, sagt Altertumsforscher Howard Crowhurst. Eine Art von Magnetismus? Quarzprismen sind im Dolmen gefunden, solche, die das Licht schillern lassen. Das will ich mir ansehen. Mit meiner Taschenlampe gehe ich vorwärts, durch die Windungen vom Tunnel, flankiert von meterhohen Steinblöcken. Gravierungen spiegeln sich im Licht. Schlangenformen, die scheinen direkt aus der Erde zu kommen. Zwischen wellenhaften Gebilden ragen lange Dreiecke auf. Ein Wal, da Hörner eines Auerochsen,
Noch mehr Wellen, Ringe, sich krümmende Einkerbungen. Am Ende ist ein Steinblock mit 3 tiefen Löchern. Seltsames Stück. Sein Zweck verschwindet im Unwissen langer Zeit. Lichtstrahlen von den hinter mir gehenden, die erzeugen Lichtspiegelungen in den eingeritzten Rillen. Die verschwinden als farbige Blitze in dem Lochgebilde. Ich spüre einen Lufthauch und einen säuselnden Don. Der Nachbar schiebt mich weiter und schon stehe ich wieder im gleißenden Sonnenlicht. Seit den 80ern werden Röntgenaufnahmen vom Denkmal gemacht, Geoscans, um das Gesamtbild zu erfassen und nichts Sichtbares aufzudecken. In dem damals noch verschütteten Gang entdeckt man dabei einen Deckstein. Auf dem ist ein Teil von einem Wal und ein Auerochse eingeritzt. Das Außergewöhnliche ist, dass dieser Deckstein als Teilstück vom Menhir des Cairn Table de Marchand aus Locmaria-Ker kommt. Vor Jahrtausenden stand dort der größte und älteste bekannte Grand Menhir de Brise. Vermutlich durch ein Erdbeben liegt er nun in 4 massiven Teilen zerbrochen auf der Wiese. Der Altertumsforscher Howard Crowhurst: Es ist wirklich beunruhigend zu wissen, dass da ein 330 Tonnen schwerer, 21 Meter großer Menhir aufgerichtet stand. All die Bilder, die man sieht mit Holzbaugruppen, Klimmzügen, Seilen und Baumstämmen, finden ein Ende an diesem mächtigen Menhir. 300 Tonnen können nicht auf Baumstammrollen befördert werden. Es funktioniert nicht. Es musste etwas Besonderes gegeben haben, das sie bewegte. Trotz 200 Jahren Forschung gibt es keine Erklärung des Transports vom 12 Kilometer Karnak zu Locmaria-Ker. Die glatte Bearbeitung, der Transport, die Aufrichtung, einige mächtige Megalithe, die standen nur auf einem Steinbett, einzig die Schwerkraft hielt sie. Manche der tonnenschweren Steine verjüngten sich nach unten. Es ist Experten ein Rätsel. Waren die Megalithe Zeigersteine, Fixierpunkte, deren Energie weit ins Land strömte? Warum sonst sollte man sich solch eine Mühe machen? Crowhurst nennt Gavrinis einen ungewöhnlichen magnetischen Ort. Menschen sind von seiner wohltuenden Ausstrahlung angetan. Sie meinen, dass von ihm positive Wellen ausgehen, die ihnen guttun. Der Prähistoriker Charles Tanguy Le Rouge widmete Gavrinis Erforschung 40 Jahre. Er berichtet über eine besondere Atmosphäre in Gavrini und Transformation vom Gesundheitszustand, sitzt man eine Viertelstunde im Kern. Er sagt, Zeugnisse der Vergangenheit erschüttern manches Mal unsere Gewissheit, und das ist gut so. Die Zeichen unserer Vorfahren, können wir sie noch verstehen? Hatten die Megalither ganz anderen Zugang zu Kräften, derer wir nicht mehr mächtig sind? Der Archäologe Serge Cassin von der Université Nantes bezeichnet in seiner Forschung die wellenförmigen Bögen im Gavrini-Gang als ein atmosphärisches Naturphänomen, etwas wie Regenbögen, das einen Wechsel von einem Zustand in einen anderen aufzeigt. Waren mit den langen Gängen der Dolmen und Cairns tatsächlich Energietunnel nachgeahmt, mit ihren bunten, wabernden, sich stetig verändernden Energiewirbel? Was wissen wir wirklich vom Sein der Steinzeitmenschen? In massiven Steinbauten, den Cairns, begraben sie ihre Elite, schmücken sie mit Gravuren und versiegeln sie mit mächtigen Toren.
Darin ereignen sich besondere Geschehnisse. Gavrinis ist ein Portaltor, wenn man sich auf die Wächterenergie einlässt. Kommunizieren, das ist der Einstieg. Es bewirkt eine Öffnung im Raumzeitgefüge für das Bewusstsein. Die Steine sind unscharf. Es wabert, es wispert im Raum. Stahlblaue Augen blicken über das grüne Umfeld. Er sitzt auf dem höchsten Punkt und schaut in die Weite. Das Meer ist ein blauer Strich am Horizont, ein reißender Fluss unter ihm. Er sitzt auf einem Stein und spielt Flötentöne auf einem kompakten Knochen. Fell kitzelt an seinem Kinn. Der langgezogene Dolmen steht frei, er ist noch nicht vom Kern überdeckt. Muster treten hervor, getaucht in Ocker, aus gelbem und rotem Hämatit, schwarzer Holzkohle und weißem Kalk. Sein Gesicht trägt Spuren der Bemalung. Glatt gearbeitete Steinklingen stecken in den Tunnelwänden. Eben solche Funde macht ein Archäologenteam der Grazer Uni in 2016 im unterirdischen Kloster Neuburg in Österreich in einer 60.000 Jahre Schicht. Als Äxte taugen sie nicht, Jade zersplittert beim ersten Schlag. In der Luft bilden sich mehrere Ringe. Die Ringe beinhalten Information und Kontakt. Sie schleusen das Bewusstsein energetisch hindurch. Es gab wenig Menschen. Alle wurden sie ihrer Begabung nach und Interesse geschult. Wir schöpfen aus dem Umgebungsgeist, wir zapfen das Wissensfeld an und sind immer verbunden. Es gibt Plätze der Verbindung mit Trancegesang und rhythmischem Klopfen auf die Erde. Wir öffnen uns der Inspiration und Kräften. Wir öffnen ein Lichtportal, das ermöglicht, Erdanziehung aufzuheben. Es ist natürlich. Es geschieht durch Tonverwirbelung in Lochgängen. Dadurch werden die Dinge leicht. Die ganze Zeit über beim Transport halten wir das Lichtportal offen. Alle kennen es und wissen davon. Es ist kein Geheimnis, doch nicht jeder beteiligt sich daran. Es ist für uns unumgänglich, im Gleichgewicht mit der Natur zu sein, das Licht aufzufüllen. Das ordnet Körper, Wesen und unsere Welt. Der Flötenspieler bläst in seine Knochenflöte. Jetzt zieht sich ein Ring sanft zusammen. Durch den Ring steigt ein Pärchen der Jungsteinzeit. Sie bringen handgefertigten Schmuck zum Dolmen. Der adrette, hellhäutige Mann im Fellschurz, ein Lederband mit Federn ist um seinen muskulösen Arm gebunden, der geleitet die Frau im weichen, hellen Lederkleid, in ihren kräftigen Haaren hängen Lederbänder mit bunten Steinen, in den Dolmen. Dort liegen weiche Felle. In ihrem Liebesakt, da wollen sie den Verstorbenen, der durchs Tor ging, als Neugeborenen empfangen, so wie es Tibeter seit Jahrtausenden handhaben mit dem wiederinkarnierten Lama. Der Alte spielt die Knochenflöte. Ihre Töne öffnen der Seele einen Raum, damit sie atmen kann in einer anderen Wirklichkeit. Das Portal ist offen.